In diesem Pfotenpiloten-Podcast gehen wir der Frage nach, welche Auswirkungen kann ein Assistenzhund auf die Kinder von Assistenzhundhalterinnen haben? Menschen, die mit Assistenzhunden leben, teilen ihre Erfahrungen und Gedanken. Das ist ja für Kinder eigentlich immer toll, ne? Egal wo man auftaucht, alle Kinder stürzen sich erstmal auf den Hund. Also egal ob jetzt auf dem Spielplatz, beim Ballett oder halt auch in der Kita. Alle Kinder kommen ja immer angerannt und wollen den Hund streicheln, und da gerät das eigene Kind ja schon auch in so eine Expertenposition, ne? Also erstmal ist es überhaupt die Person, die den coolen Hund hat, aber auch die darüber erzählen kann, was der alles kann. Ich habe schon das Gefühl, dass das meiner Tochter auch sehr, sehr gut gefällt. Das ist so ein geheimer Pakt, ne, zwischen meiner Tochter und Daika, also oder auch kleinen Kindern und Daika vielleicht. Also meine Hündin weiß ja ganz genau, kleine Kinder lassen immer Essen fallen, und die wartet immer nur darauf, ne, dass sie da irgendwie jemandem wieder ein kleines Stück Brezel aus der Hand schnappen kann. So dem 1,5-Jährigen, der das genau vor ihre Schnauze hält sozusagen, und dann sucht sie Krümelchen natürlich auch bei den Kindern, die was runterfallen lassen, und dafür dürfen die aber auch ja ungefähr alles mit ihr machen. Also ich würde sagen, ich habe auch großes Glück gehabt, dass ich den wirklich kinderliebsten Hund der Welt bekommen habe, genau in dieser Lebensphase. Ich glaube nicht, dass das bei meinem ersten Hund so gut gegangen wäre mit Kindern. Also der hätte denen um Gottes Willen nie irgendetwas getan, aber der wäre auch nicht so bereitwillig gewesen, sich auf Kinder einzulassen, nennen wir es mal so. Was ziemlich schnell festzustellen war, dass einfach viel mehr Freude noch so eingezogen ist. Ne? Also das ist einfach so, es steht morgens auf und so ein Hund, wenn er nicht gerade selber irgendwie mal krank ist oder so, die haben immer gute Laune, und das ist ansteckend. Und es hat auch dazu geführt, dass so in der Kommunikation viel mehr Ruhe eingetreten ist, so dass Aufgeregtheit rausgenommen wurde, weil einfach der Hund, der hat reagiert und hat signalisiert, dass ihm das zu heftig ist oder zu wuselig oder irgendwie. Und also das ist so toll, weil der Hund, der kommuniziert einfach so ganz klar und deutlich und lässt da auch irgendwie gar keine Höflichkeit Einzug halten. Und das bremst unter Umständen einen auch aus in so einen emotionalen Ausbruch, also sei es Freude oder auch Ärger. Und das mahnt einen so selber, und ja, das hat sich so in der Familie auch ganz gut bewährt, ein bisschen besonder an die Sachen ranzugehen. Ich denke aber, der Hund hat auch ganz viel Emotionalität reingebracht. Also dass es also allen Familienmitgliedern auch so hilft, selber so Emotionen zu zeigen und Freude und sich gerne haben und Liebe. Und der Hund fordert einen regelrecht dazu auf. So. Und wer dann vorher so ein bisschen Manschetten hatte oder vielleicht auch so ein bisschen zurückhaltend ist im Bereich von Emotionen, der Hund, der so hey und ja, ist doch toll heute, oder? Und also zaubert einem viel öfter mal ein Lächeln so ins Gesicht. Also das konnte ich für mich selber erfahren, aber auch durchaus so in meinem Umfeld, im Freundeskreis oder auch im Familienkreis. Das ist schön zu beobachten. Was ich noch bei einem anderen Assistenzhund miterlebt habe, ist in einem Freundeskreis, ein Sohn hat stark Diabetes. Und die Eltern haben ihn im Grunde in der Anfangszeit nicht allein in seinem Zimmer schlafen lassen, weil sie Angst hatten, einen Unterzucker oder einen Überzucker, ich weiß nicht, was sie nachts haben, nicht mitzubekommen. Und da war auch irgendwann das Thema Diabetiker-Warnhund. Ich weiß nicht, worüber sie den bekommen haben, über welche Stiftung oder wie auch immer, aber letztlich keine. Und es war so, dass Idefix, ein kleiner Yorkshire Terrier, kein Mensch glaubt, dass so ein Hund ein Assistent von sein kann. Der hatte gelernt, wenn er das riecht, dass er dann zu den Eltern läuft und die Eltern wach macht. Und als dann der Junge immer selbstständiger wurde, ich glaube, das war so Anfang Grundschulzeit, da hatte man dann mit den Lehrern klären können, dass Idefix auch den Sohn in die Schule begleiten darf. Kindergarten war so vorher ja auch. Und dass Idefix kläfft, wenn er das riecht. Und dann hat er halt gesagt, dem Jungen Felix, dass Felix, wenn Idefix kläfft, soll Felix seinen Blutzucker messen. Und genau so verlief sein Leben. Und also Felix ist jetzt mittlerweile 16, also mittlerweile ist auch nun schon Idefix 2 da.
Aber ich finde das ganz toll, dass das Kind ja ein ganz normales Kind sein kann und auch im Freundeskreis von, das war kein kranker Junge, das war einfach nur der Junge mit dem schlauen Hund. Das war also ganz toll zu erleben, wie wirklich dieser Junge, wie frei der aufgewachsen ist. Ne? Dieser Podcast wurde von der Aktion Mensch gefördert. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn bitte. Erfahren Sie Neues von Pfotenpiloten und Stiftung Assistenzhund, indem Sie unseren Kanal jetzt abonnieren und auf www.pfotenpiloten.org unseren Newsletter bestellen. Wir freuen uns, mit Ihrer Hilfe auch weiterhin Barrieren für Assistenzhundteams ab- und Unterstützung aufzubauen.